Grüß Gott und guten Abend an alle, die heute noch zu so später Uhrzeit zuschauen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen, die normalerweise meine Videos auf YouTube kennen oder sonst etwas, ein bisschen verwundert sind darüber, dass ich jetzt so viel auf Deutsch mache. Es liegt nicht daran, dass ich kein Interesse mehr an den englischsprachigen Zuschauern und Zuhörern habe, sondern eher, da es jetzt um sehr viele Themen geht, die oftmals besonders auch unser Heimatland betreffen, also mein Heimatland Österreich oder meinen Kontinent Europa und natürlich den gesamten deutschen Sprachraum. Und andererseits, da ja Deutsch auch meine Muttersprache ist, einfach Themen sind, mit denen auf die ich gerne lieber in meiner Muttersprache eingehen würde. Worum geht's heute? Was will ich euch heute erzählen? Warum wollte ich um diese Uhrzeit auch einen Stream machen? Ganz einfach erklärt. Ich habe mir in den letzten Jahren sehr häufig die Frage gestellt, wie das eigentlich mit unserer Welt aussieht, welche Chancen und welche Möglichkeiten es für uns gibt. Gibt es beispielsweise die Möglichkeit, in die Politik zu gehen, um dort was zu ändern, wobei ich den Begriff in die Politik gehen nicht sonderlich schätze, weil ich die Vorstellung, dass ich mir aussuche, was meine Berufung ist, immer falsch finde, sondern normalerweise eben der Überzeugung bin, dass eine Berufung etwas ist, zu dem ich mich nicht selbst entscheide, sondern die ich eben von Gott bekomme und die ich nur erhören kann und der ich eben nur nachgehen kann. Also das ist die eine Frage, die mich beschäftigt hat. Mich hat auch beschäftigt, das habe ich jetzt gestern und vorgestern sehr intensiv auf Twitter mit einigen Leuten besprochen, mit einigen meiner Followern. Was genau passiert eigentlich in der Politik? Warum ist jeder so korrupt dort? Was können wir machen, um uns daraus zu befreien? Des Weiteren habe ich immer mehr Menschen beobachten können, die Stück für Stück immer depressiver geworden sind, teilweise in meinem Alter, was für mich wirklich erschreckend ist. Noch die Generation meiner Eltern kannte das viel weniger als ich. Die Generation meiner Großeltern, gut, das war die Kriegs- und Nachkriegsgeneration, die hatten ihre eigenen Probleme und Schwierigkeiten, um die ich sie sicherlich nicht beneide. Aber diese Art und Weise, wie die Menschen heute depressiv sind, ist doch etwas ganz Neues. Oft sind sie körperlich gesehen in einem sehr guten Zustand. Sie haben alles zu essen, was sie zu essen brauchen und natürlich einen Ort, wo sie schlafen können, immer geheizte Zimmer und so weiter. Das war ja noch vor einigen Jahrzehnten durch die kriegsbedingten Situationen nicht immer so selbstverständlich. Aber dennoch macht sich eine innere Depression breit, die man einfach nicht ignorieren kann. Auf die will ich auch ein bisschen eingehen. Also gesamt auf etwas, was ich als Hoffnungslosigkeit bezeichnen will. Wir haben gestern schon ein wenig in dem Interview mit dem fantastischen Alexander Schönburg darüber gesprochen, dass die Menschen immer mehr ihre Hoffnung verlieren. Und da ist mir ich denke darüber schon so lange nach und wie Sie sicherlich wissen, die mir hier zusehen, heißt es nicht, nur weil man über etwas lang nachdenkt, dass dann am Ende das Ergebnis auch besonders elaboriert ist. Es kann teilweise auch eine ganz einfache, ganz klare Erkenntnis sein. Nein, ich will sogar noch weitergehen. In den meisten Fällen ist es eine ganz klare Erkenntnis. Und das ist auch das Schöne daran, wie Gott eins ist, so ist dann eben die Erkenntnis auch einfach. Ein wunderbarer Vergleich, den ich von einem wunderbaren Medizinprofessor erhalten habe, den ich sehr schätze. Wie schaut diese Erkenntnis aus? Wir befinden uns nicht in einem Wunschkonzert, in dem wir uns aussuchen können, wer die nächste politische Macht sein wird, wie morgen wir alles ändern können, etc. Das funktioniert einfach so nicht. Sondern wir befinden uns sozusagen auf unserem Weg durch die Wüste. Auf dem Weg durch die Wüste ohne Ziel vor Augen. Wir wissen, dass dieser Weg unser Weg ist, weil Gott hätte uns nicht auf die Welt geschickt, wenn das nicht ein Weg wäre, den wir auch gehen müssen. Aber wir wissen eben nicht, wie das Ziel genau ausschauen wird. Wir wissen nicht, wie das nächste gute politische System ausschauen wird, das uns gefallen würde. Wir merken, die Demokratie ist eigentlich völlig kaputt. Wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass die demokratische Mitbestimmung tatsächlich in allen Punkten unseres politischen Daseins noch in irgendeiner Form einen großen Einfluss ausübt. Wir müssen uns damit abfinden, dass die einzelnen Parteien meistens schon so dermaßen korrumpiert sind, dass selbst wenn man einen bestimmten Politiker aus diesen Parteien sehr gut findet, man die komplette Partei trotzdem nicht wählen kann eigentlich, weil so viele andere Meinungen oder auch Ideen und Vorhaben dort vertreten werden, die wir mit unserem Glauben und mit unseren Grundsätzen einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen können. Das ist uns auch völlig klar. Wir sehen auf der anderen Seite auch, dass scheinbar die Politiker
gar nicht die sind, die unser Land beherrschen. Wenn man sich so ganz traditionelle staatstheoretische Werke anschaut, wenn man sich eben ganz staatstragende große Werke anschaut, dann wird man immer drauf kommen, dass über Politiker gesprochen wird und man damit meint, dass das Menschen sind, die Entscheidungen treffen, die also tatsächlich der Urheber einer Entscheidung sind. Auch schon in der ältesten Antike waren natürlich die Beweggründe für diese Entscheidung sehr mannigfaltig und es gab sicherlich sehr viele, die aus finanziellen, wirtschaftlichen oder anderen Gründen bestimmte Entscheidungen getroffen, aber sie haben die Entscheidung getroffen. Das ist heute leider immer weniger der Fall. Wir haben immer mehr Politiker, die in Wirklichkeit eigentlich nur Beamte sind. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwelche großen Theorien fördern, weil ich nicht sehr viel davon halte, aber wir merken einfach, dass sich zu viele Entscheidungen eben nicht auf unserer demokratisch beeinflussbaren Ebene abspielen, also heißt bei unseren Abgeordneten oder bei unserer Regierung in Österreich oder auch in Deutschland oder sonst wo, sondern in Wirklichkeit ganz woanders. Um hier nicht irgendwelchen falschen Verschwörungstheorien, das Wort kann ich nicht mehr ausstehen, ich höre es derzeit jeden Tag 50.000 Mal auf jedem Kanal. Trotzdem will ich es hier nutzen, um nicht anderen Theorien hier Vorschub zu leisten, ist es erstmal völlig gleich, woher diese Befehle kommen. Es ist erstmal völlig gleich, woher diese Politiker, wie sie beeinflusst werden. Es ist natürlich, wenn man dann genauer hinsieht, nicht völlig gleich, aber jetzt hier für unsere Überlegung ist es völlig gleich. Denn das Einzige, was wir wissen müssen, ist, unsere Politiker handeln im Großen und Ganzen nicht als Entscheidungsträger, sondern nur noch als ausführende Organe. Man könnte das bezeichnen, sie handeln sozusagen als Beamten, das ist eine Art Beamtenmentalität. Und es gibt daher tatsächlich für auch gute Kandidaten eigentlich keine Möglichkeit, groß in einem Land wirklich was zu ändern, da sie ja, je mehr sie in die Politik einsteigen und eindringen, immer mehr erkennen müssen, dass sie die Entscheidungen gar nicht treffen. Es gibt viele Politiker, denen ich seit Jahren folge und bei denen ich festgestellt habe, dass sie eigentlich grundsätzlich sehr tolle katholische Werte vertreten haben und ich sie sehr schätze. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass sie mit jedem Schritt, den sie in der Karriereleiter nach oben springen, manche dieser Werte schon von Anfang an und dann schlussendlich auch irgendwann ihre Kernwerte meistens aufgeben. Sei es am Beginn ein klares Bekenntnis zum Christentum, auch im klaren Unterschied zu anderen Religionen, die wir überhaupt nicht unterstützen können, da sie unsere christlichen Ansichten überhaupt nicht teilen. Ich kann ein Beispiel bringen. Der Islam beispielsweise ist derzeit wirklich eine Religion, mit der wir uns viel auseinandersetzen sollten eigentlich. Das ist aber immer weniger möglich, weil tatsächlich im politischen Bereich eine klare, offene Diskussion dazu, oder ein klares, offenes Interesse auch an den Hintergründen nicht wirklich möglich ist. Auch andere Themen, die einfach für uns wichtig sind, zum Beispiel die Abtreibung, also der Lebensschutz, zu verbieten. Ich kenne viele Politiker, sie sind ganz massiv gegen Abtreibung, aber mit jedem Schritt, den sie weiter in die Politik geben, verlieren sie einen Aspekt davon. Am Beginn heißt es, na gut, die Fristenlösung können wir nicht wirklich angreifen, die ist so verankert, da kann ich nichts dagegen tun. Und irgendwann heißt es dann, ja, wir müssen das eben akzeptieren, wir warten auf den Zeitpunkt, wo man das dann abschaffen kann. Einerseits ist das falsch, man kann nämlich selbstverständlich nie von diesen wichtigen Grundsätzen abweichen und jeder, der das tut, verrät seinen Auftrag als Katholik in der Bevölkerung. Andererseits ist es auf einer faktischen Ebene auf den ersten Blick zumindest richtig, weil uns tatsächlich in gewisser Weise die Hände gebunden sind und wir nicht wissen, wie wir uns aus diesem gebundenen Händezustand wirklich befreien können und auch viele Politiker tatsächlich niemals in die Position kommen, wo sie entscheiden können, ob jetzt eben die Abtreibung abgeschafft wird oder nicht, weil da das ja eben nicht von ihnen, sondern eben von anderen Kräften abhängt, seien es in diesem Fall auch leider ganz große Interessen von bestimmten Konzernen, die natürlich auch mit der Abtreibung verdienen. Wir wissen seit einiger Zeit beispielsweise ganz offen, dass der größte Abtreiber der Welt, das ist Planned Parenthood in den Vereinigten Staaten, ganz offen mit Kinderteilen, also das ist ja grausam, ich will es kaum erwähnen, mit Kinderteilen Handel betrieben hat. Das dürfen Sie nicht vergessen. Das heißt, es sind ja einfach Interessen, aber wir wissen, dass auch für bestimmte Aktionen einfach diese Möglichkeit der Abtreibung und Euthanasie gelassen wird, um einen tatsächlich ganz offen ausgesprochen einen Einfluss auf die demografische Entwicklung der Bevölkerung zu haben. Sei es, ich zitiere jetzt hier die Gründerin von Planned Parenthood, Margaret Sanger,
um die, Zitat, Negro Population zu zerstören in vielen Ländern. Oder seien doch noch andere, die bis heute sagen, naja, es gibt dann einfach einige Leute, bei denen ist es wahrscheinlich auch ganz gut, dass sie nicht so viele Kinder kriegen. Wer weiß, was das für Eltern sind. Allein wenn man sowas hört, muss einem doch von Anfang an klar sein, dass das völlig kaputt ist und man also diesen Gedanken überhaupt gar keinen Raum geben darf. Kurz und gut, um jetzt nicht zu sehr auszuschweifen, ich will das Video heute gar nicht so lang halten. Ich will Ihnen ein Bild mitgeben, vielleicht können Sie sich hier wiederfinden. Wir fühlen uns und sehen uns umringt von Wüstensand, ohne Hoffnung auf eine grüne Oase. Wir fühlen uns umringt von Hoffnungslosigkeit, ohne Hoffnung auf eine baldige Besserung. Wir fühlen uns umringt von einer Gesellschaft, die ihren Glauben an alles eigentlich schon verloren hat. Nicht nur an Gott, nein, schon lange nicht mehr, sondern viel mehr, also viel Geringeres als nur Gott, also sozusagen noch viel über Gott hinaus gehendes, nämlich tatsächlich jeden Aspekt auch seiner Schöpfung, der göttlichen Schöpfung. Sei es die Würde des menschlichen Lebens, sei es die Verantwortung, die wir als Individuen einfach auch gegenüber der Gesellschaft haben, gegenüber dem sogenannten Gemeinwohl haben, sei es generell die Familie als solches, in die viele, auch gute Freunde von mir, die ich sehr schätze, keine Hoffnung mehr haben, weil sie auch sehen, dass hier nicht wirklich mehr ein Verständnis herrscht. Also diese ganzen Dinge werden uns in irgendeiner Form zerstört. Und was bleibt über? Leere, gähnende Leere. Und oft schaffen wir es nicht einmal, wenn wir erfüllt sind vom schönsten Glauben und vom klarsten Glauben an Gott, diese Hoffnungslosigkeit wirklich beiseite zu schieben und sie mit der Hoffnung auf Gott selbst und auf den Himmel zu füllen und auf all das Schöne, was Gott uns schenken will und was er uns auch schenken wird, wenn wir ihm folgen und wenn wir tatsächlich darum bitten. Was müssen wir also jetzt tun? Müssen wir annehmen, dass die Welt eigentlich schon hinüber ist, weil wir uns in dieser Wüstensituation befinden? Ist das tatsächlich für uns ein Aufruf zu sehen, dass wenn wir uns nur anstrengen würden, morgen sich alles verändern würde? Ist das so? Und das ist die große Frage, die ich mir gestellt habe. Die Frage, die ich mir auch persönlich gestellt habe. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich in der Politik vielleicht mitwirken könnte? Ich musste sie bisher und kann sie auch bisher mit Nein beantworten, weil diese Wüste für mich, das ist meine persönliche Meinung, der Wüste gleicht, durch die Moses die Israeliten geführt hat. Moses und die Israeliten wussten nicht, wann die Wüste aus ist. Sie wussten es nicht. Sie wussten auch nicht, dass diese Reise 40 Jahre lang dauern wird. Sie wussten es einfach nicht. Sie wussten nicht, wie mühevoll diese Reise wird. Das Einzige, was sie mussten, und wir wissen, dass auch das nicht immer selbstverständlich war, sondern in vielen Aufs und Abs besser und schlechter war, dass Gott sich um sie kümmern würde und Gott ihnen die richtige Perspektive aufzeigen wird. Und das hat er auch schlussendlich getan. Ich ermutige also jetzt hiermit mit diesem Video alle, die hier zusehen und für alle, die hier noch immer zusehen, obwohl ich Deutsch spreche und sie nur Englisch sprechen, please understand that this video now is going to be in German, or is in German, but we will provide a translation for you so that you will have the possibility to follow my thoughts. Diese Wüste eben ist es, die gerade unsere Aufgabe ist. Das ist unsere Aufgabe. Gott hat uns eben in diese Wüste geschickt, um seinen Glauben zu bekennen. Und wenn wir Gott wirklich folgen, und was heißt Gott wirklich folgen? Ihm vertrauen, ihm wirklich an ihn glauben, dann ist die Frucht dieses Glaubens auch tatsächlich eine lebendige Hoffnung. Das klingt immer wie so etwas wirklich weit dahergeholtes. Stellen Sie sich das ganz praktisch vor. Wenn Sie in Ihrem Zuhause sitzen, das in Ihrem Fall, die mir jetzt zuhören, in Deutschland oder Österreich sein wird, in der englischen Übersetzung dann natürlich auch weltweit, oder der Schweiz, ich vergesse immer die Schweiz, das ist sehr gemein, ich weiß, wir haben viele ganz tolle Schweizer, die zuhören, dann ist durch die moderne Medienwelt Ihnen Zugang geschaffen worden zu allen Problemen der Welt. Sie können alles Schlechte der Welt sich jeden Tag anhören. Es wird Ihnen in verschiedenen Videos, in verschiedenen Filmen und so weiter auch noch wunderbar aufbereitet, damit es ja ganz tief in Ihren Kopf und vor allem in Ihr Herz hinein einziehen kann. Wehren Sie sich dagegen. Sie müssen nicht jeden Tag alle Probleme der Welt begreifen. Sie müssen das gar nicht. Schalten Sie ruhig öfters den Computer auch ab
und beschäftigen Sie sich eher damit, wie Sie in dieser Situation, in der Sie scheinbar mit lauter Dingen umgeben sind, die Sie persönlich tatsächlich nicht ändern könnten, wie Sie diese Situation zum Beispiel mehr ins Gebet tragen können, wie Sie in dieser Situation vielleicht tatsächlich die Zeit nutzen sollten, um sich mit anderen zusammenzutun, um einfach bereit zu sein für das, was kommen mag. Diese Bereitschaft will ich jetzt in Ihnen in gewisser Weise fördern. Ich weiß, es klingt noch immer nicht wirklich befriedigend und wahrscheinlich werden wir auch in diesem Drang, eine irdische Lösung zu finden, nie wirklich befriedigt werden, weil Gott für uns eine Lösung im Himmel hat. Er will, dass wir in den Himmel gelangen und natürlich hat er uns auch versprochen, dass er zur Erde wiederkommen wird und hier sein Reich errichten wird, das wissen wir. Aber wir wissen weder den Tag noch die Stunde und dementsprechend müssen wir uns immer darauf vorbereiten und bis dahin unser Leben so leben, wie er es von uns erwartet. Was erwartet Gott von uns? Gott erwartet von uns nur das Kreuz zu tragen, das er uns gegeben hat. Keiner hat ein Kreuz zu tragen, das Gott ihm nicht ermöglicht zu tragen. Das gibt es nicht. Gott gibt jedem Menschen alle Talente und alle Möglichkeiten, um zu bestehen in dieser Aufgabe, nämlich das Kreuz zu tragen. Jeder von Ihnen, der hier zusieht, und auch ich, hat ein individuelles Kreuz zu tragen, nicht 20 verschiedene, sondern ein individuelles, nämlich seins. Denken Sie bitte immer daran, wenn Sie gerade wieder völlig verzweifelt sind, besinnen Sie sich darauf, was ist Ihr Kreuz? Welches Kreuz müssen Sie tragen? Und wenn Sie darauf eine Antwort geben können, wenn Sie darauf eine Antwort finden, die Sie, da bin ich überzeugt, recht schnell finden können, vor allem wenn Sie diese Frage im Gebet vor den Herrn tragen, dann werden Sie ganz schnell sehen, wie leicht Ihnen plötzlich einiges von der Hand geht und wie sehr diese ganzen furchtbaren Dinge, die auf der Welt passieren, uns plötzlich zumindest nicht mehr nahe gehen. Ich halte das für sehr wichtig. Ich hoffe, Sie verstehen, warum ich jetzt mit Ihnen darüber reden wollte. Ich weiß, viele Fragen gibt's eigentlich dazu und vieles, was auf der Welt geschieht, ist dadurch noch immer nicht beantwortet. Aber das muss es eben auch gar nicht. Es muss eben nicht alles beantwortet sein. Die einzige Antwort, die wir wirklich brauchen, ist unsere eigene Antwort auf die Frage, was verlangt Gott von uns? Und sind wir bereit, das auch zu tun? Also sind wir bereit, nicht nur den Weg zu erkennen, sondern ihn auch zu gehen? Sind wir bereit, im womöglich vielleicht erst ersten Jahr der Wüste, die restlichen 39 Jahre mit ihm tapfer und mutig und gläubig und hoffnungsvoll mitzugehen? Ja, mehr bleibt eigentlich gar nicht zu sagen. Ich freue mich, dass Sie mir irgendwie zugeschaut haben. Ich weiß, um die Uhrzeit schaut eigentlich nicht wirklich jemand zu. Ist auch gar nicht so interessant für viele, was ich da zu sagen habe. Aber ich wollte das einmal loswerden. Wir werden demnächst wieder verschiedene Interviews machen und alle möglichen Gespräche aufzeichnen, die dann sicher auch für eine größere Seherschaft interessant sind. Und bis dahin verzweifeln Sie nicht, glauben Sie an Gott, den Allmächtigen. Die Hoffnung, die er uns durch den Glauben schenkt, ist so dermaßen mächtig, dass er das alles zerstört und alles wirklich vernichtet, was vom Teufel und was das Böse bei uns eben verbreitet. Vergessen Sie nicht, die Mutter Gottes zertritt das Haupt der Schlange. Stellen Sie sich das mal bildlich vor, das ist weg. Freuen wir uns auf den Himmel, beten wir und bleiben wir im Gebet verbunden. Ich bitte Sie auch ganz besonders für Ihr Gebet morgen. Wir werden morgen nämlich in Wien eine kleinere Gebetsaktion haben, die hoffentlich auch Früchte für unser wunderschönes Land bringt und, so Gott will, natürlich auch Früchte für Ihre wunderschönen Länder, in denen Sie wohnen. Viele kritisieren mich, weil ich immer so schön Österreich erwähne, aber nicht die anderen Länder. Bitte verzeihen Sie es mir, ich bin nun mal Österreicher, aber ich freue mich auch, wenn es allen anderen Ländern gut geht. Ich bin schließlich ein Patriot, der das eigene Land liebt und nicht jemand, der das eigene Land liebt, aber alle anderen Länder hasst. Ich liebe alles. Ich bin der Meinung, Gott hat jedes Land wunderbar geschaffen und Sie alle sind sicher auch alle wunderbar. Gottes Segen, bis bald. Und genau, falls Sie uns unterstützen wollen, ich blende jetzt nochmal unsere Homepage ein, da können Sie sehr gerne sich in unsere Newsletter eintragen und uns auch auf andere Weise unterstützen. Bis bald.